Ich habe bisher schon ziemlich viel Zeit und Geld in mein Wohnmobil investiert. Ich habe 7 Tage in meinem Wohnmobil gestrichen, die Polster neu bezogen, die Elektrik neu verkabelt. Und in der Werkstatt war ich natürlich auch. Also es war tatsächlich die Lichtmaschine, die kaputt war. 120 Euro, 80 Euro, 200 Euro. Und ich bekomme immer wieder die Frage, lohnt sich das überhaupt? Mein Wohnmobil ist 33 Jahre alt, es wird bekanntlich auch nicht jünger. Es könnte schon morgen einfach kaputt gehen. Die Sache ist, als ich mein Wohnmobil gekauft habe, habe ich genau so gedacht. Ich dachte mir, oh, das Auto ist alt, ich vertraue dem nicht so, bloß nicht zu viel investieren. Ich habe nicht mal vollgetankt, damit ich ja kein Geld verschwende, falls es heute noch kaputt geht. Und dann ist genau das passiert. Es ist kaputt gegangen. Auf der Autobahn gingen alle Warnleuchten an, ich bin rechts rangefahren, der Motor hat extrem geraucht, ich wurde in die Werkstatt abgeschleppt und da wurde mir dann gesagt, dass das Auto einen Totalschaden hat. Ja, ein Glück hatte ich nicht voll getankt. Ich habe dann den Vorbesitzer von meinem Wohnmobil angerufen, der selber Kfz-Mechaniker ist und der meinte dann, bring das Ding irgendwie her, ich repariere es, egal was es ist. Also gut, ich habe eine Spedition bestellt, ich habe das Auto einmal quer durch Deutschland karren lassen und habe dann nach nicht mal 12 Stunden die Nachricht bekommen, Auto geht wieder. Die Geschichte hat mir und meinem Geldbeutel etwas zugesetzt, aber sie hat mich eins gelehrt. Man kann Autos auch reparieren, wenn sie kaputt gehen. Nicht jeder will und kann das, aber es ist möglich. Und auch auf meiner Reise habe ich gemerkt, dass man Probleme lösen kann, wenn man sie anpackt. Und das war eine echt wichtige Erkenntnis für mich, nicht nur in Bezug aufs Wohnmobil. So ganz reinschauen kann ich in den eigenwilligen Kopf von meinem Wohnmobil natürlich nicht. Es geht kaputt, was kaputt geht. Aber mein Job ist es, mich so gut es geht darum zu kümmern, es zu pflegen und mich zu informieren, auf was ich achten kann. Ich glaube einfach daran, dass die ganze Zeit und Mühe, die ich hier reinstecke, auch zurückkommt. Weil ich so mein Auto besser kennenlerne und auch einen Blick dafür entwickle, was die kritischen Stellen sind, die ich beobachten sollte. Das heutige Upgrade liegt mir wirklich sehr am Herzen. Da habe ich mich auch schon lange drauf gefreut, das endlich umzusetzen. Heute geht es an den Fußboden. Hier war bislang ein Teppich drin, der mir eigentlich noch nie so gut gefallen hat. Und deswegen habe ich den jetzt auch beim Streichen nicht mehr so pfleglich behandelt. Das sieht man ihm auch an. Also ursprünglich wirkt es mir schon so, als ob der sogar verklebt gewesen wäre. Das wird für mich eine riesen Umgewöhnung, weil ich bin eigentlich immer mit Schuhen ins Wohnmobil. Ich bin richtig faul, was sowas angeht, aber mit einem Eichenparkett, da muss ich mir das wohl oder übel angewöhnen, wenigstens jedes zweite Mal dann die Schuhe auszuziehen. Ich habe mich recht schnell für Eichenparkett entschieden, weil ich meine, wann hat man schon mal die Gelegenheit, in einem kompletten Raum Eichenparkett zu verlegen, ohne dafür gefühlt gleich einen Kredit aufnehmen zu müssen, weil es so teuer ist. Das kann man bei 3 Quadratmeter schon noch mal eher machen. Seit dem Beginn unserer Hausrenovierung im letzten Jahr habe ich gutes Holz echt noch mal mehr schätzen und lieben gelernt. Das sieht halt auch einfach schön aus. Daher ist es natürlich auch kein Wunder, dass ich meine Uhr von Holzkern wirklich so gerne trage. Der Partner fürs heutige Video könnte passender nicht sein. Holzkern liebt genauso Holz und Holzschmuck wie ich. Es gibt natürlich nicht nur Uhren und Schmuck für Frauen, sondern auch für Männer. Und Holz ist nicht das einzigste Naturprodukt, das Holzkern gerne konserviert. Zum Beispiel auch Perlmut oder Gestein kann man im Sortiment finden. Es gibt wirklich eine Vielzahl von verschiedenen Uhren. Es gibt Solaruhren, es gibt sogar Automatikuhren. Also da ist wirklich für jeden was dabei, auch für jede Preisklasse ist was dabei. Holzschmuck hat für mich eigentlich nur positive Eigenschaften, außer dass es nicht wasserfest ist. Deswegen freue ich mich, dass Holzkern auch ein paar wasserfeste Schmuckstücke hat. Das ist für mich ganz praktisch. Zum Beispiel trage ich in meinem zweiten Ohrloch immer einen wasserfesten Ohrring, damit ich beim Duschen halt nur den vorderen rausnehmen muss. Und ich freue mich total, dass ich jetzt diesen super süßen Schmetterling habe. Der macht mir wirklich so viel Freude. Aber es gibt auch noch anderen Schmuck von Holzkern in wasserfest. Ich habe zum Beispiel Ohrringe mit Gold und Marmor, die ich auch toll finde. Es gibt dazu auch die passende Kette. Also generell ist das Sortiment von Holzkern wirklich sehr durchdacht. Da passt vieles zusammen. Holzkern achtet natürlich auf die Naturmaterialien. Das heißt, das komplette Holz ist auch FSC zertifiziert. Mit meinem Code kannst du 15% sparen. Schau also gerne für alle Infos in der Infobox vorbei. Wir haben dann angefangen, das Eichenparkett anzupassen. Das Wohnmobil ist leider total verwinkelt, von daher mussten wir einige Latten erst noch zurechtsägen.
Leider hat es selten beim ersten Mal gepasst. Okay, dann nochmal. Das ist Klickparkett. Das heißt, wir haben eine Feder und eine Nut. Es wird hier einfach angesetzt. Dann ist auch schon drin. Das sitzt jetzt hier nicht optimal. Ja, jetzt. Dann hatte ich einen richtigen Aha-Moment über die Bandsäge. Also die Bandsäge heißt Bandsäge, weil das ein Band ist, das sägt. Das ist ja total abgefahren. Ich habe nicht gewusst, dass das da drin so aussieht. Wie hast du denn gedacht? Keine Ahnung, ich dachte, das ist wie so eine Nähmaschine. Wo immer nur so ein... Hoch und runter. Wo immer nur hoch und runter geht. Das nennt man Stichsäge. Ah, crazy. Ich hatte ja gehofft, dass es heute mal nicht bis in die Nacht geht. Aber es geht bis in die Nacht. Ein erster Test. Ist auf jeden Fall härter als der Teppichfußboden. Aber das war mir klar. Also das hier ist ja Linoleum. Ist auch relativ angenehm. Das ist schon hart. Muss man mögen. Da dachte ich, dass ich fast fertig bin, aber dann hat sich mein Perfektionismus zu Wort gemeldet. Ich werde jetzt alles, was ich bisher gemacht habe, wieder rausräumen, weil hier ist dieses Holz und das gefällt mir irgendwie gar nicht an der Stelle, weil ich habe hier zwei Kanten und dann hier in der Mitte dieses, ja, wie nennt sich das, diesen Ast. Das gefällt mir überhaupt nicht. Und jetzt möchte ich dieses Brett an die Stelle machen, weil ich finde das Brett voll schön. Das würde irgendwie besser passen. Aber das bedeutet auch, dass ich alles wieder rausmachen muss. Let's go! Das Ganze war dann doch eine etwas längere Aktion, weil ich mir nicht so genau gemerkt hatte, wo welches Brett war. Total typisch. Ich hatte erst noch kurz überlegt, ob ich es mir markieren soll. Dann dachte ich aber, ach Quatsch, das kann ich mehr werken. Hat nicht so geklappt. Das letzte passt. Wow! Bei Tageslicht ist es noch mal schöner. Aber was mir direkt aufgefallen ist, als erstes, als ich die Tür eben aufgemacht habe, ist, dass diese Kunststoffstufe auf jeden Fall weg muss. Das passt jetzt überhaupt nicht mehr. Das ist bestimmt noch Sandstrand aus Spanien. Und von 3 Vorbesitzern. Ja. Dieses Silikon habe ich vor 3 Jahren dahin gemacht und jetzt popel ich es wieder weg. Jetzt geht es wirklich an die Fußleisten. Ich habe mich da für diese Fichtenleisten entschieden. Fußleisten kosten echt ein paar Euro. Und ich habe ja beim Fußboden jetzt ein bisschen investiert. Deswegen, es sind Vollholzleisten. Aber
Ebenfichte, jetzt keine Eiche. Ist auch nicht schlimm, wenn ich die dann öle, werden die noch ein bisschen dunkler und dann passt es, denke ich, ganz gut zum Fußboden. Ich habe dann sehr umständlich nur den Rand gehartwachsölt, weil wenn dann die Leisten drauf sind, komme ich da ja nicht mehr ran. Dann wurde alles ausgemessen und zurechtgesägt, an den Ecken auch immer abgeschrägt, damit das auch gut aussieht. Auch hier hat es uns mein Wohnmobil nicht ganz einfach gemacht. Das Nervige ist echt, dass bei diesen Fußleisten überall was ab muss oder eine Lücke bleiben muss für ein Kabel. Jetzt habe ich hier diese silberne Fußleiste zum Fahrerraum. Da ist auch ein Kabel im Weg. Deswegen muss ich das kürzen. Wir waren ganz fleißig und haben sogar das Parkett hier hinten hingelegt am Fahrerraum, weil wir es ordentlich machen wollten. Und da war auch schon hier, haben wir eine Lücke reingeschnitten. Das passt jetzt auch. Das heißt, jetzt können wir es festschrauben. Wir haben hier übrigens Nägel aus so einem Kinderbastelset. Prima Bastelqualität. Naja, mal schauen, ob es auch fürs Eichenparkett langt. Wir arbeiten jetzt weiter an den Türen. Die kommen an die Schränke. Davor war das ja einfach mit so Klappscharnieren und Magneten fest. Ich hatte aber immer mal wieder das Problem, dass die Türen da aufgegangen sind während der Fahrt. Deswegen werden wir jetzt versuchen, das mit Topfscharnieren zu machen und Magneten, weil Topfscharniere, glaube ich, auch einfach noch ein bisschen mehr das zuhalten als so einfache, das sind nicht mal Scharniere, einfach nur so. Genau, Problem ist nur, diese Topfscharniere sind irgendwie komplex. Also, die haben wir noch von unserer Küche übrig und schon da hatten wir irgendwie Probleme. Deswegen hatten wir da auch ein Brett übrig, weil wir uns da brutal versägt hatten mit diesen Topfscharnieren. Und ich meine, gut für mich, jetzt ist die übrig, aber ja, ganz verstanden habe ich es noch nicht. Ja, aber das ist ja nicht derselbe jetzt hier. Nee, stimmt. Topfscharniere sind auf jeden Fall eine Wissenschaft für sich. Der ist auch einer, der so auf Ecke geht, weil der ist ja schräg. Es ist wieder genau wie bei der Küche, wo wir dachten, wir drehen jetzt schnell die Scharniere rein und dann haben wir gemerkt, dass nichts passt. Ja, läuft. Das heißt, wir müssen das wieder rausmachen jetzt. Wir haben leider auch keine Anleitung jetzt zu diesen Sammelsurium-Scharnieren. Deswegen ist es ein bisschen schwierig, da so den Abstand und alles zu erraten. Das ist ja eigentlich so eine hochkomplexe Angelegenheit mit 10.000 Zahlen. Und wir müssen das ein bisschen raten. Das sieht schon mal ganz gut aus, finde ich. Ich werde jetzt die Türen sowie den Fußboden einmal Hartwachsölen. Ich versuche, möglichst wenig aufzutragen und dafür lieber noch 2, 3 Schichten. Ich habe nicht nur den Boden zweimal geölt, sondern auch noch alle Polster innen neu bezogen. Das hast du vielleicht im letzten Video schon gesehen. Da habe ich das gezeigt. Ich habe beide Projekte so ein bisschen gleichzeitig gemacht. Deswegen sind separate Videos geworden, aber zeitlich hat sich so ein bisschen überschnitten, was auch ein bisschen chaotisch war. Genau, deswegen schauen wir gleich rein. Der Fußboden ist neu, die Polster sind neu. Es fügt sich wunderbar zusammen. Ich liebe es.
dachte mir, es kann ja nicht sein, dass ich einen Online-Shop mit Rückspiegelanhängern habe, aber in meinem Wohnmobil kein Rückspiegelanhänger. Deswegen passend zu dieser holzigen Woche endlich ein Rückspiegelanhänger aus Holz. Wieder einen Meilenstein geschafft. Ich mag die Veränderung sehr. Ich habe für das Parkett und die Holzleisten um die 180 € gezahlt. Ja, mit dem Preis hatte ich eigentlich ziemlich gerechnet. Ist okay. Das Tolle an so einer Renovierung ist ja, dass man konstant Ergebnisse sieht. Also manchmal dauert es auch 1 oder 2 Tage, weil man manchmal auch Schritte zurück machen muss, bevor man Schritte nach vorne machen kann. Wenn ich das Ergebnis sehe, habe ich auf jeden Fall nicht das Gefühl, dass ich meine Zeit verschwendet habe, sondern eher, dass ich sie sehr sinnvoll investiert habe. Und dass mein Wohnmobil jetzt wieder ein bisschen lebenswerter oder reisenswerter ist. Genau das werde ich auch bald tun, verreisen. Deswegen muss ich mich eigentlich ein bisschen sputen. Das wird alles eine ziemlich knappe Kiste werden. Nach der einen Aufgabe folgt halt bekanntlich auch schon die nächste.